Unsere ersten Fahrtage in Bolivien. Ein neues Land, viele Offroad-Straßen und atemberaubende Landschaften. Alles ist fremd, alles ist aufregend. Jeder Kilometer bringt neue Eindrücke, neue Herausforderungen und ein neues Abenteuer. Willkommen in Bolivien. Wir starten in Villamontes, die Afrika-Twin wie immer voll beladen. Nach unserer Paraguay-Tour, wo alles flach war, sehen wir die Anden zum ersten Mal am Horizont. Und plötzlich ist da diese Mischung aus Nervenkitzel und Vorfreude. Gleich auf den ersten Kilometern merken wir, Bolivien ist anders. Eigentlich sollte das hier die Hauptstraße zwischen Villamontes und Tarija sein. Dass der da mit dem LKW drüber muss, ist ja krass. Also 2 LKWs haben da nicht leicht Platz. Plötzlich wird's eng und direkt daneben geht's runter in den Abgrund. Es ist krass, dass die LKWs auch hier lang fahren müssen. Und für uns ist es eine echte Herausforderung, an den LKWs vorbeizufahren. Aber ja, crazy Straße, gell? Auf einmal ich auf sowas so. Die kleine mega leider coole Fahrt. Viele Todeskreuze, ha? Crazy. Ja, hier ist es nicht mehr so breit, gell? Wie es da runter geht. Da geht es ein bisschen hoch, ha? Ja. Schau, der Adler neben uns. Der wartet auch schon, dass irgendjemand so auffällt. Aber ja, hier ist es nicht so. Hier ist es nicht breit. Für LKWs, damn. Crazy. Junge. Wie das ausschaut. War nicht easy. Viel Kies in der Mitte, teils tiefe Sandspuren, die einfach aus dem Nichts kommen. Zu zweit mit dem ganzen Gewicht echt eine Herausforderung. Junge! Junge, Sand ist nicht easy. Junge. So, jetzt kommt Staubwolke. Leck mich am Arsch. Alter, da sieht man ja gar nichts mehr. Die LKWs wirbeln so viel Staub auf, dass man kaum was sieht. Hier ist alles trocken und rau. Und nicht nur für Maschinen, wie ihr gleich sehen werdet. Boah, da ist ein Skelett. Hast du gesehen, da war ein Skelett? Ein Ribcage. Boah, krass. Von einem Tier hoffentlich. Ich weiß es nicht. Es war ein Ribcage. Okay. Mit dem Spine noch. So schnell wie die Offroad-Passage angefangen hat, war sie auch wieder vorbei. Und plötzlich fahren wir auf einer richtig schönen asphaltierten Passstraße. Aber relaxen? Fehlanzeige. Überall laufen Tiere über die Straße, mitten in der Kurve liegt Kies und die Schlaglöcher sind teilweise so groß wie Gullideckel. Dazu noch ein paar Verkehrsteilnehmer, die, sagen wir mal, einen ziemlich kreativen Fahrstil haben. Und ein paar Kurven für die. Ja, epic. Okay. Hoppa. Jetzt werden sie schon kreativ mit dem Fahrstil. Doggy. Na, das ist kein Doggy. Das ist kein Doggy, ja, das ist ein Schaf. Ein Pferd. Ein Pferd. Wow.
Ja, sieht man öfter hier, so tote Tiere. Aber das war jetzt das erste große, was man so gesehen hat. Dann kommt das erste Abenteuer abseits der Straße: Benzin finden. Die erste Tankstelle schickt uns weiter und wir finden keine andere. Am Ende landen wir bei einer kleinen Werkstatt, wo wir aus einer alten Flasche ein paar Liter Sprit bekommen. Amigo. Ciao, ¿cómo estás? Necesito gasolina. ¿Tiene gasolina aquí o...? Wie Liter gehen rein? 20. ¿Cuántos tienes? Der hatte mal, glaube ich. Und verkauft das denn da? Ich geh jetzt schauen. Ja, frag mich, wie viel ich brauche. Ich frag ihn, wie viel er hat. Okay. Wenn er 10 hat, tun wir 10 ein, ja? Ja, fix. Ich meine, schau mal, was für Farbe das es hat. Schauen wir mal, ob das klappt. ¿Cinco? Sí, es. Ok, ¿tienes 10 o...? Recién nomás la acabo de vender. Schau aus wie Wasser. Mhm. Hoffen wir mal, dass es das nicht ist. Schau mal, wie Es viel riecht mal die... nicht nach Wasser, oder? Na, das nicht. Da mal so in der Hoffnung, dass der Dreck unten landet. Im Henkel da. Ich hab schon Sachen rumschwimmen gesehen da rein, das magst du gar nicht wissen. Echt jetzt? Ich weiß nicht, ob die Kamera es sieht, aber da schwimmt der Haufen zurück rein. Wir haben Benzin. Gracias, amigos. Ciao, ciao. Ich bin gespannt, wie unsere Maschine das so vertragt. So, jetzt haben wir wieder 3 Striche. Immerhin. Sollte uns bis nach Zaricha bringen. Das sollte reichen, ja. Jetzt gehen wir mal schauen, ob wir irgendwo was zu essen finden, oder? Was sagst du Yes, dazu? please. Schlüssel. Was? Schlüssel. Probieren wir. Keine Ahnung, was es ist. Irgendeine Suppe mit Pommes, Reis und einem Stück Händel. Dann kost Enjoy. mal. Und schmeckt's? Knusprige Pommes in der Suppe. Super schmeckt. Ja, geht durch. Weiter geht die Reise, oder? Yes, let's go. Brauchen wieder ein bisschen fein angenehmen Bergwind.
dann unsere erste Kontrolle in Bolivien. Sie wollen die Papiere sehen und stellen ein paar Fragen. Es scheint uns aber so, als hätten sie uns eher gestoppt, um die Afrika-Twin zu bewundern, als eine tatsächliche Kontrolle durchzuführen. Aber alles ganz locker und die Polizisten sehr nett. Perfekto. Sie erklären uns kurz, dass es in ganz Tarija nur 3 Afrika-Twins gibt Gracias. und lassen uns dann weiterfahren. Me gusta también. Me gusta también. Solo hay 3 Africa Twin aquí en Tarija. ¿Sí? Ciao. Hasta luego. Ciao, ciao. Sollen wir mal ein bisschen Stoff geben für den Kollegen? Danach ging es über eine asphaltierte Straße durchs Tal Richtung Tarija. Unterwegs haben wir uns noch schnell eine SIM-Karte für Bolivien besorgt, bevor wir weiter zu unserem Airbnb fahren. Ja, jetzt läuft der Leerlauf gut. So soll sie. Siehst du das? Ja, ja. Und nicht diese Dinger da, diese Wupp, 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 Wupp. Vielleicht war das gut. Gutes Benzin, ja. Ja. I doubt it. Hoppa, drück dir mal auf, ja? Yep. Gracias. Dann ist hier oben die Dammstorf. Pass auf deinen Kopf auf Ja. mit den Leinen. Da hinten die Stange mit Ja, leider geht im sich Kopf. aus, geht sich aus. So. Perfekt. Hereinspaziert. Ja, hier ist unser Living. Werden wir wahrscheinlich nicht so viel Zeit verbringen, vielleicht einmal am Abend etwas essen. Und dann haben wir ein großes Zimmer mit Doppel-Doppelbett und das schöne Badezimmer. Ready für einen neuen Tag? Wir sind ready, ja? Nice. Bist du ready? Ich bin sehr ready. Nach ein paar Tagen Pause geht's für uns weiter Richtung Tupiza. Vorher noch ein wenig Bergkaugummi gegen die Höhenkrankheit. Ein voller Sack Natur Red Bull. Wie stark die Blätter sind? Keine Ahnung. Wir vertrauen einfach den Locals und sind gespannt, was das bringt. Nehmen wir jetzt ein paar Coca-Leaves mit, ha? Yes. Nehmen wir links oder rechts, bei der jungen Dame oder bei der alten Dame? Also bei der jungen Hexe. Hola, ¿es para coca? Sí. Un bolso, un poquito para dos, solo, un poquito. Gracias. Es okay, gracias. ¿Cómo? Dulce. Sí, sí. Oh, die stopft aber voll. Ja, jetzt haben wir ordentlich Sacker. Damn boy. Okay. Das ist ein günstiger Rausch. Das ist gegen die Altitude Sickness. Ja, aber es ist trotzdem danke. Nein, Stimulant, das oder nicht? ist- Ja, wahrscheinlich. Also, Wir probieren das jetzt mal. Im Namen der Wissenschaft. genau. Vom Tal aus schaut der Weg in den Bergen vielversprechend aus. Unser erster Offroad-Pass liegt vor uns. Es geht auf in die Berge. Bist du bereit? Ja, voll. Schau, da kommt schon der Hallo erste. Doggy. Ein kleines Race. Ha? Oh, schneller! Oh nein, jetzt läuft er genau im Staub, der Arme. Ja, kann ja Ja, auch stehen bleiben. Voll nice. Wir sind jetzt übrigens, warte, ich schau kurz, wir sind jetzt auf 2500 Meter. Sei mal schon, wow. Ja, hätte. Ist auch ganz leicht technischer geworden.
Alleine wäre das wahrscheinlich alles noch relativ easy, aber mit dem beladenen Schiff ist es relativ schwierig schon. Achtung, Achtung, hier kommt es. Die Straße wird schnell wieder staubig. Schotter, Rillen und steinige Passagen. Wir sind auf über 2500 Metern. Der Weg ist atemberaubend. Jeder Blick ein Foto wert, jeder Meter eine kleine Herausforderung. Nice. Solange wir nicht stehen bleiben, das ist war das. nice. Hast du gut mitbewegt da. Immer die Maschine machen lassen, wir bleiben im Gleichgewicht, wir schauen, dass wir nicht überfliegen, das war nice. Ja, schön. Jetzt sei mal ein bisschen weit rechts für mein Gefühl, aber das war nice. Tricky. Trial fahren mit 400 Kilo. An dieser Stelle dann nochmal danke an den Kollegen in Luxemburg, der mit Trial fahren genommen hat. Jetzt war es schwierig zu reden. Bist du mal kurz gesteckt? Ja, aber ja, das hilft schon. Oh. Okay, happy. Ja. Jetzt kommt wieder so ein Wall. Oh. Jippu. Das geht, oder? Ja. Machen wir hier. Oh, da war Sand. Hast du ein bisschen gerutscht? Ja, hast du gespürt, oder? Ja. Wir fahren weiter, immer höher, immer technischer. Die Aussicht auf die Anden, die Farben der Berge, diese Vielfalt. Genau dafür sind wir hier. Wie immer auch hier zeigt die Kamera nicht, wie technisch das Gelände wirklich ist. Das ganze Gewicht der Afrika Twin bergauf zu stemmen, ist schon eine Nummer. Viel schneller fahren ist für uns nicht drin. Die Maschine ist schwer und das Fahrwerk macht schon Überstunden. Wir haben auf jeden Fall Aussicht da, die Kreuze. Dann geht's für uns langsam aber sicher vom Bergpass runter ins nächste Tal. Ihr könnt uns glauben, die Abfahrt hat es in sich. Mindestens genauso beeindruckend und herausfordernd wie das Bergauffahren. Jede Unaufmerksamkeit wird hier sofort bestraft, wie sich gleich herausstellen wird. Wir geraten nur kurz auf die Mittelspur, wo nur loses Geröll liegt. Aber das Gewicht verzeiht solche Fehler in Bergabpassagen und mit Schrittgeschwindigkeit einfach nicht. Langsam fahren muss und ich muss es genau... Autsch! Siehst du, ich muss es genau timen. Wow, was war das? Ja, putz ich Storne. Geht's da? Ja, ja, alles gut. Bei dir? Ja. Hui! Sein Storne. Alles gut? Ja. Okay. Damn. Mach deine Triumphpose. Well. Die Seite? Ja, auf der Seite, ja. Tu mal einen Ständer. Okay. Nein, ich hab da 0. Ich glaube, ich muss zu dir, ha? Komm jetzt, mach mit. Okay. Wir hätten es jetzt schon zweimal gehabt. Ja,
gehabt, man den richtigen Griff gehabt. Oh Mann, okay. Bleiben wir mal da stehen. Ja, ich Ja? bleib stehen. Okay. Uiuiui. Und? Ja, passt Da schon. bist du was mit? Gut. Na, ich muss das wissen, ist ja genau gerade. Kurz checken, ob der Lenker verbogen ist, wieder gerade biegen und es geht weiter Richtung Tal. Boah, das heißt eine Offroad-Section. Das war die Offroad-Section, ja. Geil, das war nice. Ich glaube, das sollte es gewesen sein, da drüben am Asphalt. So, Asphalt! wir sind wieder auf Asphalt. In Iskayachi. Keine Ahnung, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Das war eine nice kleine Offroad-Section. Ja, So klein war sie nicht eigentlich. den Hinleger hätte man nicht gebraucht, aber es war nice. Wir fahren durch ein kleines Dorf, das mitten in den beiden Gebirgsketten liegt. Für uns kaum vorstellbar, wie die Menschen auf dieser Höhe leben. Immerhin sind wir hier noch auf über 3000 Meter Höhe. Aus dem Dorf raus dürfen wir uns über ein paar kurvige asphaltierte Straßen freuen. Ja. Sagen die Läppchen da. Die Gummibären, hier geht doch mehr wie 40. Oh, wie nice. Und dann plötzlich in einer Kurve mein Highlight des Tages, unsere ersten Lamas. Unsere ersten, jetzt müssen wir nur noch rausfinden, ob es Lamas sind oder Alpakas. Oh, wie süß. Ich glaube, das sind Lamas. Schau, wie er schaut. Schon sehr stolz schauen die aus, nicht? Mhm. Hallöchen. Jetzt kommt er die Unspucken. Ja. Ziemlich groß. Mhm. Der ist ja easy gleich groß. Nein, nicht gleich groß wie ich, aber. Für die Afrika-Twin. Ja. Jetzt kannst du dir auf die hocken, pack mal eine Tasche um und dann. So schnell wärst du mich nicht los. Nicht? Nein. Aber ich würde schon ein bisschen spazieren gehen mit denen. Oh, sind die Cool. lieb. Ja. Kleiner Campingspot. Wir haben ja eine Pflanze gefunden, die hatten nichts außer Dorne. Damn, die sind massiv. Die gehen durch mein Handschuh durch. Ja, sicher gehen die durch. Die sind aber volle Haut an. Crazy! Da magst du nicht drüber fahren, das hast du einen platten Reifen. Jo. Brände sitzen drin. Ja, eben, das habe ich mir gerade gedacht. Mahlzeit. Es gibt ja, Mahlzeit. Nach dem Mittagessen geht's für uns direkt wieder Offroad weiter. Was wir da noch nicht wussten, ist, dass wir an diesem Tag noch unseren ersten 4000er knacken werden. Ja, der Sand in die Kurven ist tricky. Mhm. Macht trotzdem Laune. Ja. Die Piste geht gut. Die ist gar nicht so übel. Ah ja, übrigens. Bolivien ist von der Fläche 3-mal so groß wie Deutschland, hat aber nur knapp 12 Millionen Einwohner. Krass, oder? Also das ist bis jetzt das am dünnsten besiedelste Land hier in Südamerika, in dem wir gewesen sind. Ah ja, und ein kleiner Funfact. Sie haben 36 offizielle Sprachen. Krass, oder? Ja, das ist schon viel. Ja. Seien das alles so Dialekte, zählen die dazu oder was ist das? Es sind viele von den indigenen Sprachen Sprachen, dabei. Ich weiß jetzt nicht, okay. ob es ein Dialekt ist oder nicht, aber jedenfalls sind offizielle Sprachen.
Völlig unerwartet taucht mitten in den Bergen wieder ein kleines Dorf auf, abgelegen, ruhig und nur über genau diese Straße zu erreichen. Irgendwie fühlt es sich so an, als wäre die Zeit hier einfach stehen geblieben. Ziemlich nice. Aus Lehm gebaut. Von Nissan. Bisschen tricky. Aber es geht schon. Epische Aussicht. So, meine Lieben, bevor wir jetzt runterfahren, wir sind jetzt auf 4264 Meter. Das höchste, was ich bis jetzt mit einem Motorrad gefahren bin. Episch. Die Straße nimmt einfach kein Ende. Nach dem Pass geht es kilometerlang geradeaus durch steppenähnliches Gelände. Weit und breit nichts außer Lamas und ziemlich krasser Wind. Darauf. So lieb. Hier geht gerade ziemlich krass der Wind. Das Motorrad schon ziemlich schief halten. Das ist auch das erste Mal so beladen. Holy shit, es drückt so ultra. Schon, gell? Ich muss immer wieder korrigieren, so rein in die Spur. Ich spür's. Damn. Nur noch Asphalt vor uns. Glaubst Bis nach- zumindest. Ja, bis nach Tupiza. Wie viel braucht man? 2-1. Druck auf Start. Ah, das ist ultra staubig gerade. Wie das ausschaut. Die Taschen hinten. Hallo, kannst du das vielleicht nicht machen, während ich da drunter knie? So, wo ist denn das Hotel? Wie heißt es nochmal? Mitro, das da. Ist das unser Kollege von heute Morgen? Lustig, lustig. Der aus Chile? Ja. Geil. Hier sind auf jeden Fall schon mal ein paar. Nice. Am nächsten Tag geht's für uns auf Erkundungstour, mal ganz ohne unser ganzes Gepäck. Rund um Tupiza gibt's richtig schöne Landschaften. Und direkt westlich der Stadt steht ein Berg, auf dem man in ein paar Minuten auf über 4000 Meter hochkommt. Aber erstmal mussten wir überhaupt den Weg finden. Wir haben uns natürlich direkt am Anfang verfahren. Woher sollen wir auch wissen, dass der Weg wirklich mitten durchs Flussbett führt? Wow, wie das ausschaut. Es ist dünn. Es hat von vorne ausgeschaut, als wäre es fett. Ja. Ah, crazy. Geil schaut das aus. Da oben wächst der Kaktus. Oh, geil. Sobald wir das Flussbett hinter uns lassen, geht der Spaß richtig los. In ein paar Minuten fahren wir von 2800 Metern auf über 4000 Meter hoch. Auf einer lustigen und staubigen Mischung aus Schotter und Sand.
Oh, wie nice. Mal kurz die Aussicht genießen. Fährt. Wow. Krass. Ja, Mann. Oh, nice. Juhu. Geil. Kleiner Drift. Oh, der Sand, der macht mich fertig. Aber ein jeder Computer, gell? Juhu. Wo parkt man denn hier? Ha? Ja. Frio. Ja, frisch ist's, oder? Ziemlich. Ich hoffe, es ist besser hier für euch hinter dem Motorrad. Ja, also wir haben uns gestern die Coca Leaves gekauft. Wir probieren das jetzt. Man muss so eine Handvoll Blätter in den Mund stecken und dann hat man noch so eine Asche. Schaut irgendwie so aus. Also wir haben Asche genommen, man kann noch irgendetwas anderes nehmen. Ist eine Asche mit Quinoa-Asche, also Asche aus Quinoa. So. Genau. Und das soll eigentlich helfen, die Wirkstoffe freizusetzen. Irgendwie so die Hand nehmen, ein bisschen. Ist das wenig von der Asche? Keine Ahnung. Klebt man das da rein, faltet es um und dann steckt man das im Mund. Und die Blätter nicht schlucken. Nicht schlucken. Okay. Und dann einfach drin Das wird ein lassen. bisschen schwierig, weil sie halt trocken sind und zerbröseln. Und das muss man 15 Minuten bis eine halbe Stunde drin lassen. Ja, schauen wir. Soll helfen mit der Altitude Sickness und das Blut verdünnt. Wir sind über 4000 Meter gerade wieder. Die Luft ist ein bisschen dünner, es ist alles anstrengender. Wenn die Asche kommt, wird süß. Das ist gut. Echt? Mhm. 6 hat er gesagt, das ist ein Geschmack. Mhm. Mhm. So ist gar nicht so übel. Wetter. Mhm. Aber mit der Asche ist es gar nicht so übel. So schaut das aus. Ich hoffe, die Kamera stellt scharf. Es wird besser. Wie weird ist. Es wird besser. Meine Zunge schläft ein. Ich habe übrigens auch noch einen Effekt davon, dass ja, alles wird taub. Meine Wange wird taub. Hört sich ein bisschen an. Halb taub, Wange halb taub. Aber ich habe schon das Gefühl, dass es stimuliert. Also Jungskrimi macht ein bisschen unruhig. deshalb unruhig und Jungsgefühl ist sicher ein bisschen schärfer, aber das kann nur ein Gefühl sein. Aber jetzt soll es auch mal aus, aber das ist ein bisschen eklig. Also was auf jeden Fall crazy ist, hier sind diese ganzen Farben. Also auf der Kamera weiß ich nicht, ob sie so weit sieht, aber wir haben hier so grau, rot, braun und grün im Bild. Also es sind echt viele Farben und jeder Hügel hat irgendwie so seine eigene... Warte, ich schaue jetzt kurz ins Sand. Kurz auf den Sand, ja. Ja, es ist schon verrückt. Also ich weiß nicht, ob die Kamera das so gut auffassen kann, wie man es im echten Leben sehen kann. Und was auch krank ist, wir sind hier so hoch und man sieht so weit, dass das kann die Kamera wahrscheinlich schon sehen. Dieses leicht vom ganz, ganz hellblauen ins immer dunkler werden, blauende über uns. Es ist, die Übergänge sind schon krass. Also ihr habt es so krass noch nie gesehen. Also ein Coyote.
Schau, wie er schaut, voll neugierig. Oh, ich muss schauen, wo ich hinfahre. Ja. Tschüss, Freund. Geil. Mann, ist der lieb. Jetzt habe ich die Kamera gerade mal rechtzeitig eingekriegt. So, wir sind jetzt an unserem Platz angekommen. Packen jetzt unsere Snacks aus. Dann essen wir die hier gemütlich und geben uns die Landschaft ein bisschen. Schaut schon krank aus. Bevor es zurück ins Hotel geht, fahren wir noch den Cañón del Inca, eine beeindruckende Schlucht direkt bei Tupiza. Die Felsen hier sind über Millionen von Jahren durch Wind und Wasser geformt worden und das Rot leuchtet je nach Sonne fast schon unnatürlich intensiv. Wir fühlen uns hier ein bisschen wie in einem Western. Siehst du, das ist nur so Sand, der Ich mag das mal angreifen. Lass mich mal absteigen. es ist schon fest, aber Es ist voll fest, aber es ist witzig, weil es sind alles Steine, die da drinnen sind. mhm. Ja, es stimmt, es ist nicht Gestein, es ist, keine Ahnung, Sand und viele kleine Steine. Oh, Schau, wie geil. wie das ausschaut. Das ist cool. Der Canyon del Inca. Schaut das geil aus oder schaut das geil aus? Episch. Das war's von uns für heute. Wir hatten einen netten und angenehmen Tag. War für uns einmal etwas anders, weil wir ohne Gepäck unterwegs sind. War ein mega nicer Ausflug heute. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Falls ja, lasst ein Like und ein Abo da und wir sehen euch im nächsten. Ciao, ciao! Wir sind schon gleich voll im Pool gesprungen. Ist so eine Art Pudding mit irgendeiner Sahne drauf. Keine Ahnung, ob es schmeckt oder nicht. Aber Steffi probiert jetzt mal. Sahne. Ja, Sahne wahrscheinlich. Zucker. Drunter ist Pudding. Muss ein bisschen Pudding mitnehmen. Jelly. Jelly. Und kann das was? Da ist der Zucker. Du musst runter. Gerade schon voll die Kakerlake gefallen. Du musst es genau teilen. Jetzt da? Ja, ist gut. Bei dir? Ja.